Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein. Ich bin mal wieder im Münchner Osten beim Reinhold Brenner bei einem Fahrtreffen der Spur 1. Wir haben heute den 5. Juli, es ist 17 Uhr. Heute werden wahrscheinlich jetzt am frühen Abend noch nicht so viele kommen, weil der eine oder andere vielleicht Fußball schauen wird. Aber hier im Einsatz ist jetzt schon ganz am Anfang eine E60 von Märklin in der Epoche 3 Ausführung mit einem Kesselwagenzug mit insgesamt 11 Märklin-Kesselwagen. Jetzt kommen wir von der Epoche 3 in die Epoche 6. Jeder meint jetzt, das ist jetzt wirklich eine historische Lok, aber das ist jetzt eine Museumslok. Und zwar ist das die SNCF 241 A58, die Märklin für den Orient Express gebaut hat. Und dahinter befindet sich auch ein Museumszug Orient Express. Allerdings diese Wagen gibt es als Serienmodell wahrscheinlich nicht mehr so viele. Und das ist hier ein kompletter Eigenbau. Den werden wir uns jetzt gleich ganz genau anschauen. Und dazu darf ich jetzt den Thomas Bauer aus Mühldorf begrüßen. Der hat die nämlich komplett selber gebaut. Peter, grüß dich. Genau. Ich habe heute mitgebracht 4 Orient Express Wägen, im Volksmund genannt. Das sind eigentlich französische Schlafwägen, die wo in ganz Europa gelaufen sind in den 30er Jahren. Die 4 Wägen sind Eigenbau. Es ist jeder Wagen unterschiedlich. Das stellt einen schwedischen dar, einen italienischen und einen französischen Schlafwagen. Dazu einen französischen Speisewagen. Bestehen tun die Wägen aus Metall, 3D-Druckmaterialien, Kupfer, viel Papier und Mahagoni-Holzbrettchen. Also eine komplette Kombination aus dann in einer Eigenbaugeschichte längere Zeit. Wie lange hast du da dran hingearbeitet? Die Vorbereitungen waren circa ein Jahr. Fotosuche, Pläne recherchieren und Bauzeit dann nochmal ein Jahr. Also so insgesamt 2 Jahre Freizeit investiert in diese 4 Wägen. Aber die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Man kann ja das Dach abnehmen, habe ich mir vorher schon sagen lassen. Genau, die Wägen sind alle unterschiedlich. Das ist jetzt der schwedische Schlafwagen, besser bekannt unter den LX-Wagen. Und für Luxus. Hier habe ich dargestellt Betten ausgeklappt und Betten zusammengeklappt. Man sieht da das Mahagoniholz. Beleuchtung habe ich mit LEDs gemacht. Und die Seitenwände Messing und dann halt lackiert und dem Original halt ein bisschen nachempfunden. Und das ist ein Luxusabteil dann, riesengroß? Genau, das sind die verschiedenen Kategorien, was da früher gegeben hat. 2 Bettzimmer, 1 Bettzimmer. Bei diesem Wagen konnte man die Mitteltür auftrennen und somit konnte man dann aus 2 Kabinen eine große Kabine machen. Und dann hat man halt immer für Größe. Und da sieht man jetzt eben das Dach. Das ist dann. Genau. Das ist gepresstes Kupferblech und lackiert und ein bisschen gealtert, damit es der Dampflok passt. Im Original sind die Wägen ganz weiß, die Dächer auf Silber, also Aluminiumweiß und werden täglich gereinigt. Die schauen immer aus wie frisch aus dem Werk. Ich habe es ein bisschen gealtert. Und die Seitenwände sind Messing, hast du vorhin schon verraten? Die Seitenwände sind Messing mit Messingzierleisten und diese Kopfstücke sind aus dem Resindruck und die Kleinteile und der Faltenback ist aus dem Filamentdruck, ABS-Kunststoff. Und die Drehgestelle selber baut? Oder? Die Drehgestelle sind Märklin-Drehgestelle aus den Umbauwegen, weil die eigentlich genau gepasst haben und da haben wir die ausgeschlachtet. Unterbau sind auch alles 3D-Druckteile und Beschriftung halt Aufziehbilder und Messing-Emblem vom Beckert. Das ist dann Unterschiede zwischen den Ländern, was ist da groß zum Erklären? Die unterschiedlichen sind teilweise die Inneneinrichtung und zwar sind der große Schönheit an diesen Wegen sind ja diese gemalten oder mit Holzbilder und da unterscheidet sich halt in echter jeder einzelne Wagen.
Die Bilder sind original aus den Wägen von Fotos verkleinert und eingeklebt. Und also mal schauen, ob man die Bilder hier sieht. Ja, hier kann man sie ahnen. Da ist jetzt keins, aber da sieht man wieder welche. Und dann schauen wir uns noch den Speisewagen an, denke ich. Das wird jetzt hier ja ziemlich ähnlich sein, wieder ein bisschen eine andere Inneneinrichtung bei dem Wagen. Carrozza con Letti, das ist jetzt der Italiener. Das ist der Italiener. Kann man auch nicht schauen, der ist jetzt als ausgeklappten Betten dargestellt. Und im Original ist immer ein Schaffner pro Wagen dabei gewesen, der wo die Gäste betreut hat, und der hatte dann immer seinen Sitzplatz hier und musste die ganze Nacht aufpassen. Da ist jetzt eine Batterie zur Stromversorgung oder ein Akku. Genau, da ich Echtdampf fahre und keinen Strom auf die Gleisen habe, muss ich das anders lösen. Und heute haben wir aber keine Echtdampflok dabei, sondern eine Märklin normal mit Strom. Aber jetzt schauen wir uns den Speisewagen erstmal von außen an. Da sind auch die Tischleuchten nachgebildet. Wahrscheinlich noch nicht beleuchtet, aber irgendwann vielleicht einmal. Das kommt einmal, wenn ich mal nur mit kleineren, zierlichere Lampen konstruiere und rauskriege, dann. Dann schauen wir uns den einmal von innen an. Den von innen an. Genau, Darstellung des Raumes des Chef de Cuisine und die Polstermöbel. Ist der dann auf damals oder ist der auf jetzt Neuzeit-Museumsfahrten? Die haben die nicht viel geändert, die sind eigentlich alle restauriert worden und entsprechend den entsprechenden Jahren. Dieser 3348 Speisewagen, der ist zum Beispiel im Mühlhaus, im größten europäischen Museum, zu besichtigen. Dann nochmal ein Blick in die Küche von außen. Und dann noch zum Wagenende. Da fehlen noch die Schlusslampen, habe ich festgestellt. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ja, man kann ja nicht alles fertig machen. Ist ja eh toll. Also ein Wagen, ich habe vorher schon mal gemessen, hat 69 cm plus Pufferabstand. Und die Lok hat nochmal 85 cm. Und das sind dann insgesamt ungefähr 3,60 Meter. Und jetzt lassen wir die dann demnächst mal fahren. Dazu muss ich jetzt aber erst das Mikrofon umbauen, damit wir auch die Lok schön hören. Ich bedanke mich dann beim Thomas Bauer hier für die Vorstellung seines tollen Zugs. Genau. Dankeschön.
Vom nostalgischen Orient Express kommen wir jetzt zur richtigen Moderne, und zwar zu einer Vectron von der Firma KISS in Verbindung mit einer rollenden Landstraße. Die Lok von KISS hat eine Länge von 60 cm. Dahinter kommt dann ein Begleitwagen für die Lkw-Fahrer, ein Märklin-Wagen in dem Falle, der jetzt hier nicht in der richtigen Lackierung ist. Der müsste normal weiß sein, habe ich mir sagen lassen, aber der ist halt jetzt hier noch nicht lackiert. Und dann die rollende Landstraße mit insgesamt 6 Wagen, vorbildgerecht wären 10, das sind jetzt hier nur 6. Diese Wagen sind aus Messing, die hat die Firma Fine Scale Models mal gemacht, vor einiger Zeit. Davon, glaube ich, gibt es insgesamt nur 40 Stück. Und da sind jetzt hier im Einsatz 6 Stück. Und diese Wagen haben auch jeder eine Länge von 60 cm und haben hier, jeder, wie sich's gehört, nur einen Puffer pro Seite. Ich muss jetzt mal Beleuchtung anmachen, dass man das ein bisschen besser sieht. Und wie beim Vorbild am letzten Wagen sind dann 2 Puffer dran. Also dieser Zug mit der rollenden Landstraße hat eine imposante Länge von 5 Metern. Und wenn der mal vorbildgerecht wird, sprich wenn irgendwann vielleicht noch mal irgendwo weitere 6 Wagen auffindbar sind, dann wäre er komplett vorbildgerecht. Man sieht hier die ganz niedrigen kleinen Räder. Das ist für Spur 1 schon toll, dass man das tatsächlich hier auch mal in der Art und Weise realisiert. Als nächstes zeige ich jetzt 3 Dienstkesselwagen der Firma KISS. Die sind aus Messing gefertigt und haben eine Länge von jeweils 36 cm. Die sind hier im Mischeinsatz. Ich sage jetzt deshalb Mischeinsatz, weil die Epoche nicht ganz gleich ist. Das ist jetzt hier ein Epoche 3 Wagen und die sind sehr fein detailliert. Haben hier auch Klappendeckel zum Verschließen. Auch der große lässt sich verschließen und verriegeln. Und dann kommt hier ein gelber in der Epoche 5 Ausführung und ein roter Bahnfeuerwehr auch in der Epoche 5 Ausführung. Und jetzt nehmen wir mal hier den provisorischen Hemmschuh weg, diesen Prospekt, und dann können wir es hoffentlich ein Stück rollen lassen. Und die werden vielleicht jetzt demnächst dann hinter der V100, die hier schon ein bisschen rangiert, dann als Zug zusammengestellt. Diese V100 ist eine ganz normale Märklin mit einem ESO-Decoder allerdings umgerüstet. Also noch kein Rauchentwickler, vielleicht gibt es das auch irgendwann mal. Und jetzt lassen wir hier die Dienstkesselwagen mal fahren.
Ich mache jetzt auch mal die Beleuchtung wieder an, habe ich wieder vergessen. Matthias, halt! Nun wird es technisch und elektronisch, weil inzwischen hinter dem Dienstkesselwagen ein GLS 205 von Märklin liegt, der gespickt voll ist mit Elektronik. Und den hat hier der Horst Auburger mitgebracht und gebastelt. Der basiert auf einem Arduino Mikroprozessor, Mikrocontroller, der auf dieser Leiterplatte auch dann ein WLAN noch mit dabei hat und Messsensoren für Neigung, für Geschwindigkeit und für einiges mehr. Und das können wir uns dann gleich im Einsatz anschauen. Hier an der Leiterplatte dahinter, da befindet sich dann auch noch eine Erweiterung, mit der man dann protokollieren kann und zum Laptop übertragen kann. Und momentan ist die Protokollierung noch nicht ganz im Einsatz. Es funktioniert einiges schon richtig und das schauen wir uns jetzt im Detail dann an. Das Ganze, habe ich mir vorhin sagen lassen, basiert auf einem Softwarepaket, das im N-Bahn-Forum ein gewisser Ronny veröffentlicht hat. Ich werde das dann als Link im Video einblenden, damit man das auch nachvollziehen kann, wenn man selber mal was bauen kann. Und jetzt können wir das Dach mal aufsetzen und dann lassen wir den Zug mal fahren. Dann geht der Zug auf die Reise. Und jetzt schauen wir uns das am Laptop an, was uns der hier protokolliert. Wir sehen also hier oben die Distanz in Kilometer gemäß Vorbild. Wir sehen die Steigung, jetzt ein leichtes Gefälle, die Neigung. Wir werden dann auch gleich sehen, ob die Neigung ein bisschen mehr wird, weil auf der Anlage vom Reinhold Brenner tatsächlich in den Kurven eine Gleisüberhöhung ist. Und dann man sieht es jetzt hier eben schon deutlich, dass die Neigung jetzt hier schon ein Stück beträgt und ein Stück mehr wird. Und die Geschwindigkeit sehen wir in Zentimeter pro Sekunde, die zurückgelegte Distanz im Modell in Metern, die minimale und maximale Steigung, die minimale und maximale Neigung, die Maximalgeschwindigkeit wird hier angezeigt und die Spannung, die am Gleis anliegt. Und jetzt werden wir hier mal schauen, inzwischen ist ja hier eine halbe Runde fast rum und wir haben jetzt hier zurückgelegt ungefähr 12 Meter und wir werden dann mal schauen, wie das ausschaut, wenn er die ganze Runde hinter sich hat. Mal kurz einen Blick hier am Stammtisch. Man sieht, es wird inzwischen voller. Es ist inzwischen dann doch schon bald so, dass es Brotzeit gibt und es sind hier doch wieder, wie man es gewohnt ist, trotz Fußball-Europameisterschaft einige da, die hier an der Modellbahn doch Spaß haben. Und jetzt haben wir hier 22 Meter zurückgelegt, 23. Und bald wird er dann rum sein, dann wissen wir auch mal, wie lang eine komplette Runde beim Reinhold Brenner hat.
sind jetzt fast 30 Meter, entspricht im Vorbild einen knappen Kilometer. Jetzt haben wir einen Kilometer voll. Und jetzt werden wir hier gleich schauen, wenn die V100 hier mit dem Dienstkesselwagen und dem Messwagen im GLS 205 dann an der richtigen Stelle zum Stehen kommt, wo sie vorhin losgefahren ist. Hier ist die Markierung mit einer Pinzette und jetzt wissen wir es. Die ganze Runde hat also hier beim Reinhold Brenner 31,6 Meter. Das entspricht im Vorbild etwas mehr als ein Kilometer, weil der Kilometer war vorhin schon zu sehen. Und jetzt er macht halt eine Auflösung von 100 Meter. Wahrscheinlich wird er dann demnächst umspringen. Und das war es jetzt hier mit diesem Messprojekt, das hier auch mal interessant war zum Sehen. Und ich widme mich jetzt dann dem nächsten Fahrzeug. Heute habe ich den Brotzeittermin genau zum richtigen Moment erwischt. Es ist 19 Uhr. Die Schlange fängt jetzt dann an, weil sie entdeckt haben, dass die ersten Händeln gibt. Und jetzt sehen wir hier gleich den Anstich des ersten Händels nach Wiesenrezept. Reinhold Brenner legt hier jetzt gleich richtig los und wird hier gleich die hungrigen Seelen befriedigen. So, die Brotzeit ist eröffnet, der erste hat sein Händel und ich schalte jetzt ab und werde dann danach im zweiten Teil die nächsten Eisenbahnen zeigen. Leider habe ich beim Fahrtreffen am 5. Juli 2024 total übersehen, dass das ein Jubiläumsstammtisch ist. Er fand fast auf den Tag genau 10 Jahre nach dem allerersten Treffen in der Lagerhalle von Reinhold Brenner statt. Deshalb gibt es jetzt mal kurz einen Sprung zurück ins Jahr 2014, ein paar Tage vor dem allerersten Stammtisch. Damals habe ich zwar noch keine YouTube-Videos gedreht, aber ich habe bereits Fotos gemacht und auch darüber beispielsweise im Online-Magazin spur1info.com berichtet. In Sachen Besucher war das erste Fahrtreffen am 4. Juli 2014 noch sehr überschaubar. Aber auch schon damals wurde die Modulanlage in der Regel als knapp 16 Meter langes, zweigleisiges Oval mit Gleisradien von 2,31 Meter und 2,46 Meter aufgebaut. Der Bahnhof im Vordergrund ist etwa 4 Meter lang. Auf der Gegenseite können pro Fahrtrichtung jeweils 2 bis zu 6 Meter lange Züge geparkt werden. Am rechten Rand der Anlage gibt es ein kleines Betriebswerk mit zweiständigem Lokschuppen und Bekohlungsanlage. In der Regel finden die Fahrtreffen im Münchner Osten alle 2 Monate am ersten Freitag der ungeraden Monate statt. Manchmal aber auch erst am zweiten Freitag. Und während der Corona-Zeit sind natürlich einige Fahrtreffen ausgefallen. Aber jetzt geht es wieder in die Gegenwart zum 5. Juli 2024. Die Brotzeitpause ist vorbei und inzwischen steht der Henschel-Wegmann-Zug in Epoche 3 Ausführung auf dem Gleis. Den hat Spur 1 Austria mitgebracht. Eines der ersten Serienmodelle, die jetzt gerade in Auslieferung sind. Und das ist jetzt hier, wenn wir mal ruhig sind, das ist jetzt hier der Dieselgenerator fürs Licht und für die Heizung. Und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, oben, dass ein Rauchentwickler drin ist. Und bevor wir jetzt auf die Reise gehen, versuche ich mal ein bisschen ins Innere zu schauen. Die Wagengarnitur mit 5 Wagen ist insgesamt 4,50 Meter lang. Es gibt hier auch Balkenübergänge. Die Wagen sind aus Messing. Jeder Wagen soll ungefähr 3 Kilo wiegen. Das ist mir vorhin gesagt worden.
Genaue Angabe konnte ich leider nicht erfahren. Auch das Dach ist schön aufwendig detailliert. Und hier sind auch die Gitter durchbrochen. Ich muss mal die Beleuchtung einschalten kurz, dass man das sieht. Die Drehgestelle haben Schürzenverkleidungen. Und ich kann mir es auch gut vorstellen, dass das schön ausschaut, wenn der Zug mal besetzt ist mit entsprechenden Figuren. Die allerdings dann nicht zum Lieferumfang gehören, die muss man dann selber einbauen. Jetzt kommen wir noch ans Ende dieses Wagens mit einem Luxusabteil. Und dann schauen wir mal, dass wir den Zug in Bewegung setzen können. Davor steht eine Märklin 01067 im Originalzustand, so wie sie damals von Märklin ausgeliefert wurde, mit ganz normalem Decoder. Und die wird jetzt auch gleich losfahren.
Dann gehen wir zurück ins Jahr 1947 in die damalige Tri-Zone, britische, US-Zone und französische Zone. Der Hans-Joachim Groß hat eine Märklin Baureihe 56 mit der Betriebsnummer 362 etwas umbeschriftet auf Deutsche Reichsbahn und hat auch die Beleuchtung vorne umgebaut, wie sie dann damals in dieser Zeit um 1947 war. Und er hat einen Kohlenzug in Szene gesetzt mit entsprechenden Wagen der Epoche 2 und hat sich da was einfallen lassen, was damals in dieser Zeit in der großen Not tatsächlich üblich war. Das sogenannte Fringsen, das Kohlenklauen, hat er hier in Szene gesetzt. Es haben sich damals Leute dann auf den langsamen Zug bewegt und draufgeklettert, haben dann Kohlen runtergeworfen und haben dann auf die Art und Weise an der Zugstrecke entlang die Bürger versorgt. Kinder haben dann das alles eingesammelt und genau das hat der Hans-Joachim Groß hier in Szene gesetzt. Die Wagen sind auch alle in dieser Epoche, Epoche 2, in der britischen US-Zone und französischen Zone entsprechend beschriftet und bedruckt. Das sind, soviel ich weiß, alles Märklin-Wagen, die auch Märklin tatsächlich damals in Szene gesetzt hat. Und jetzt wollen wir den auch mal fahren lassen. Da braucht man natürlich jetzt keine großen Wunder erwarten beim Geräusch, weil das ein altes Märklin-Modell ist mit dem ganz alten Geräusch. Aber es ist schön, dass dieses wirklich alte Modell voll und ganz einsatzfähig ist. Jetzt wollen wir hier den Kohlenklauen noch etwas beobachten. War halt damals eine schwierige Zeit. Man musste irgendwie schauen, dass die Leute nicht frieren. Und dann haben sie sich halt auf die Art und Weise wohl beholfen. Dann drehen wir das Rad der Zeit noch weiter zurück, und zwar in die Epoche 1. Das ist jetzt die Baureihe 9875 als Berg unterwegs, die KM1 in Kleinserie gebaut hat, als Epoche 1 gemischter Zug mit einigen Personenwagen und mit Kolonialwagen und mit Güterwagen. Ich habe mir vorhin schon sagen lassen, das ist jetzt ein normaler Märklin-Wagen. Dann ist das ein umlackierter, umbemalter Märklin-Wagen. Diese beiden Kolonialwagen sind 3D-Druckbausätze, die vom Thorsten Päth gekommen sind. Und die beiden Personenwagen sind wieder ganz normale Märklin-Wagen.
das war's jetzt mit dem Lokalbahnausflug in der Epoche 1. Als nächstes kommt ein ganz gigantisch großer Zug zum Einsatz. Mit Hilfe von 2 Baureihe 44 von Spur 1 Austria werden jetzt ein paar Erz 3D-Wagen gezogen. Wie viele verrate ich später. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die beiden Loks an. Die sollen im August 2024 ausgeliefert werden. Das sind jetzt die letzten Serienmuster. Hier zu sehen ein Übergang zwischen Epoche 3 und 4. Die eine, die vordere, ist eine Epoche 4 Version und die hintere ist eine Epoche 3 mit Wannentender. Und jetzt schauen wir mal, dass wir losfahren. Die beiden Loks zusammen haben eine Länge von etwa 1,45 Meter. Und jetzt sind hier auf dieser kleinen Ovalanlage vom Reinhold Brenner einfach mal nur 16 Erz 3D-Wagen von Märklin dran. Recht viel mehr macht hier auf dieser Anlage keinen Sinn. Das sind immerhin auch schon 7,50 Meter als Gesamtzuglänge. Aber das ist ein kleiner Vorgeschmack für das Fahrtreffen, das dann im September hier wieder stattfindet, im September 2024. Da soll dann wieder ein Erzzug mit ungefähr 50 Wagen im Einsatz sein. Ein wirklich imposanter Zug heute hier auf dem Fahrtreffen beim Reinhold Brenner.
Zu später Stunde ist jetzt der Orient Express noch mit einer S36 im Einsatz. Das ist zwar etwas ungewöhnlich, aber trotzdem sehenswert, weil das jetzt hier keine elektrisch betriebene, sondern eine in Echtdampfversion ist. Eine Märklin mit Echtdampfantrieb. Die dann per Funkfernsteuerung navigiert wird. Auf dem Gegengleis fährt jetzt eine ehemalige Postköf von Märklin, die umlackiert wurde von Manfred Mader auf eine Epoche 4 Lok mit der Betriebsnummer 323 415-0 und mit einem ESO Loksound 5L Decoder und einem SB Modellbau Motor ausgestattet wurde. Dahinter sind 2 Märklin-Wagen, 2 KISS Talbot Schotterwagen und ein Werkstattwagen von KM1. Als nächstes kommt eine Gravitat 10BB zum Einsatz, die Spur 1 Austria mitgebracht hat. Prinzipiell so, wie wir sie hier schon mal gesehen haben am Fahrtreffen, aber sie wurde inzwischen nochmal überarbeitet. Es wurde der Motor ausgetauscht, das Getriebe, die Riemenräder und ein Kardan wurde neu eingebaut, damit sie ein Langsamfahrverhalten hat, das jetzt wesentlich besser ist und die Kinderkrankheiten jetzt wahrscheinlich überstanden sind. Und jetzt lassen wir sie mal langsam fahren. Und ich sollte jetzt vielleicht mal das Licht ausschalten von meiner Kamera, damit man sieht, dass es hier eine schöne Beleuchtung gibt am Modell, bei den Trittstufen zum Beispiel und im Führerstand. Und dann schauen wir uns noch weitere Funktionen an, das sich drehende Lüfterrad beispielsweise.
Die Kupplungen sind ja auch elektrisch bei diesem Modell. Und auch vorne. Dann haben wir natürlich einen Rauchentwickler. Und ein Signalhorn gibt es wahrscheinlich auch. Und dann sollte man mal diese Epoche 6 Lok fahren lassen. Auch ein bisschen schneller und nochmal einen Rundlauf machen über die Anlage. Die geht recht flott ab, da komme ich fast nicht mit. Zu guter Letzt kommt jetzt hier am Fahrtreffen im Münchner Osten noch der Big Boy zum Einsatz. Allerdings jetzt nicht der Märklin, sondern der von der Firma MTH. Und den werden wir uns jetzt hier erstmal kurz anschauen. Und dann auch mal
Eigentlich wollte ich ihn auch mit Rauch zeigen. Allerdings braucht er wohl zu viel Strom und das reicht nicht für den Booster. Trotzdem ein Riesenspektakel und es hat Spaß gemacht. Und das war's jetzt für heute vom Fahrtreffen in München Osten. Es ist jetzt 23:30 Uhr. Ich mache jetzt langsam Schluss. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Sag Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.